Ja, ich zeige Ihnen heute mein Lieblingsgerät für photodynamische Therapie. Wir behandeln eigentlich in der Praxis letztlich aktinische Keratosen, immer wenn sie als Feldkanzerisierung auftreten, mit dieser neuen Lampe als Flächenbelichtung. Hier habe ich mal unsere frühere Belichtungsquelle, die Infrarotlampe, daneben gestellt und dann sieht man schon an der unterschiedlichen Größe des Bestrahlungsfeldes, dass wir jetzt eben eine Belichtung machen, während wir früher 3 Felder nacheinander machen mussten. Also ist eine deutliche Zeitersparnis und man kann auch hier sehr schön sehen, dass dieses Bestrahlungsfeld sich den Kopfformen oder wenn wir Beine, Arme von der Seite belichten wollen gleichzeitig, dann können wir das beliebig formen. Also ich kann auch eine ganz flache, gerade Stelle belichten und habe eigentlich verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Insbesondere wenn es sich um Feldkanzerisierung handelt, nehmen wir eigentlich nur noch die PDT als Therapie und sind da mit der Ausfallzeit für den Patienten gegenüber den meisten anderen Feldbehandlungsmöglichkeiten deutlich im Vorteil. Auch was die Effizienz der Behandlung betrifft, haben wir hier die Erfahrung gemacht, dass wir doch deutlich bessere Ergebnisse erhalten als mit zum Beispiel Zytostatika-Behandlung oder Immunmodulatoren. Letztlich benutze ich auch die Kombination mit diesen genannten Substanzen, insbesondere wenn wir PDT in anderen Lokalisationen machen als am Kopf, also beispielsweise an Armen und an Beinen. Hier mache ich es in der Regel so, dass wir eine Woche vorbehandeln mit 5-FU, um da die therapeutische Effizienz der PDT auch im Extremitätenbereich anzuheben. Da liegt sie etwas schlechter als im Gesicht. Wir sehen, dass auch in der neuen S3-Leitlinie, die im Juni 2019 publiziert wurde, die photodynamische Therapie sowohl für die läsionsgerichteten Verfahren als auch für die Feldkanzerisierung weiterhin einen hohen Stellenwert einnimmt und in unserer Praxis auch gegenüber den topischen Behandlungsmöglichkeiten deutlich bevorzugt wird. Die primär feldgerichteten Verfahren, hier stehen ja auch topische Therapien zur Auswahl, haben doch eine deutlich längere Ausfallzeit für den Patienten und sind in der Effizienz nicht so hoch einzustufen wie die photodynamische Therapie, insbesondere wenn wir die Wirkung und Verteilung der Aminolevulinsäure durch zusätzliche Medikamenteneinschleusung mittels fraktioniertem Laser verbessern, dann sind wir hier deutlich besser, was die Wirkung und Rezidivfreiheit betrifft. Der erste Schritt ist die Reinigung auch von eventueller Betäubungscreme, die wir da vorher noch benutzen. Wir verwenden Aceton. Jetzt, nachdem die Hornschicht von der Fettschicht befreit ist, können wir schon sehr deutlich kleinere aktinische Keratosen hier am oberen Kapillitium sehen, aber auch frontal. Meistens ist ja auch das Auffinden mit dem Finger möglich, überall wo raue Stellen sind. Man kann dann auch, wenn man sich nicht sicher ist, ob es sich um eine seborrhoische Warze handelt oder eine aktinische Keratose, das Auflichtmikroskop zu Hilfe nehmen und kann dann eindeutig die Dyskeratose auch schon im Mikroskop erkennen. Als nächsten Schritt werden wir dann alle so gefundenen aktinischen Keratosen anmalen. Diese so markierten aktinischen Keratosen fotodokumentieren wir, damit wir bei späteren Kontrollen erkennen können, ob die Stellen ausreichend behandelt sind oder ob wir persistierend immer wieder an einer Stelle eine aktinische Keratose finden und da muss dann eine Probebiopsie erfolgen. Es ist ja bei der Feldkanzerisierung
so, dass wir den Vorteil der Flächentherapie ausnutzen und letztlich das gesamte Areal mit Aminolevulinsäure inkubieren. Und nur die durch Tastbefund oder Auflichtmikroskopie einzeln analysierten aktinischen Keratosen, die werden zusätzlich mit CO2-Laser vorbehandelt, sodass das quasi ja auch nicht zu einer zu starken Reaktion führt. Wir haben früher die gesamte Fläche mit dem CO2-Laser vorbehandelt und haben dann festgestellt, dass da doch eine zu starke Wirkung der PDT dann die Folge ist. Wir entfernen überschießende Keratosen vorab noch mit einer Kürette. Hier ist die Vorbehandlung mit topischer Lokalanästhesie. Wir nehmen 30-prozentige Lidocain-Creme. Für den Patienten deutlich angenehmer. Man kann auch noch zusätzlich mit Kaltluft die Schmerzen des Abtragens ein bisschen reduzieren. Wir benutzen den fraktionierten CO2-Laser mit 120 μ Fleckgröße und 14 Millijoule. Damit kommen wir so 0,4 mm in die Haut. Letztlich ist die Epidermisdicke an der Stirn 0,06 mm, also 60 μ plus minus, sodass wir ausreichend tief mit dem Laser die kleinen Kanäle setzen, in die dann die Aminolevulinsäure besser eindringen kann und auch in der Koagulationsschicht des Randes gespeichert wird. Und hier arbeiten wir nicht vollflächig, sondern nehmen nur die detektierten aktinischen Keratosen separat ins Ziel. Wir haben prinzipiell die Möglichkeit, Fertigpräparate zu benutzen, zum Beispiel von der Firma Galderma, Medfix oder von Biofonterra Amiluz. Wir nehmen nahezu ausschließlich eigene Rezeptur und verwenden hier 20% Aminolevulinsäure in DHC-Basiscreme. Bekommen das in 7,5 Gramm Gebinden von einer Apotheke gemischt und verteilen jetzt so die Aminolevulinsäure über das gesamte Belichtungsfeld. Das wird einmassiert. Auch hier natürlich bei Haaren braucht man ein bisschen mehr Creme, bis die gesamte Fläche mit etwas Überstand eingecremt ist. Das kann anfangs etwas brennen bei den mit CO2-Laser vorbehandelten aktinischen Keratosestellen, auch die, die kürettiert sind, aber das geht nach kurzer Zeit wieder weg. Das wäre der nächste Schritt, dass wir die jetzt zur Inkubation noch abdecken, um durch den Okklusionseffekt ein besseres Eindringen von ALA zu erreichen. Dann schreiben wir in die Akte 11 Uhr Beginn der Inkubation. Wir benutzen das Schema 1 Stunde Inkubation, 35 Minuten Belichtung. Letztlich ist der limitierende Faktor die Belichtungszeit. Und das zweite Schema, werden wir nachher sehen, brauche ich dann 80 Minuten Belichtung. Und da bin ich dann doch sehr viel länger, besetze ich damit die Lampe mit einem Patienten. Also ich habe einen kürzeren Behandlungszeitraum lieber, weil jetzt diese Stunde Inkubationszeit, die verbringt der Patient im Wartezimmer und das Behandlungszimmer ist frei, um weitere Behandlungen zu machen. Wir protokollieren die jeweiligen photodynamischen Therapiebehandlungen in einem sogenannten Behandlungsplan, haben die einzelnen
Felder, die wir getrennt belichten, dokumentiert und in den Feldern dann auch die Anzahl der Behandlungen dokumentiert. Hier fand zum Beispiel die erste photodynamische Therapie am Capellitium, Parietal und Stirn im März 18 statt. Dann ein Jahr später die zweite Therapie und im Mai die dritte Therapie. Und jetzt, heute quasi, wird hier eine weitere Zeile eingefügt werden mit der vierten Behandlung. Neben der Dokumentation im Behandlungsplan fotodokumentieren wir auch die einzelnen Lokalisationen der behandelten aktinischen Keratosen. Das ist zum Beispiel das Bild von heute. Und dann können wir vergleichen mit früheren Bildern. Hier eine Aufnahme vom März mit den damaligen behandelten aktinischen Keratosen. Und daraus kann man sehr gut ableiten, dass es sich hierbei jetzt um neue aufgetretene aktinische Keratosen handelt und nicht um Rezidive der damals aufgetretenen. Ist es einmal so, dass wir immer wieder an der gleichen Stelle ein Rezidiv erkennen, dann machen wir auch eine Probebiopsie, um zu erkennen, ob es hier bereits um ein invasives Stadium, also ein Plattenepithelkarzinom, handeln könnte und werden dann entsprechend eine andere Therapie einleiten. Die einzelnen Schritte der Behandlung sind in unserem Behandlungsplan aufgeführt, sodass auch die Mitarbeiter jederzeit nach diesem Plan vorgehen können und Schritt für Schritt die Behandlung ablaufen kann. Ja, ich habe hier für einen Musterpatienten einen Kostenvoranschlag für eine solche Rechnung der photodynamischen Therapie oder für eine Abrechnung der photodynamischen Therapie aufgelistet und möchte das mal kurz erläutern. Als Diagnose schreiben wir als Präkanzerose oder Karzinoma in situ die Rechtfertigung für die 34 in die Diagnose schon rein, auch dass es sich um eine Feldkanzerisierung handelt, zum Beispiel bei androgenetischer Alopezie. Dann kommt eben die Erörterung mit 34, auch die Untersuchung. Hier muss ich ja mehrere Lokalisationen untersuchen, habe deswegen entsprechend gesteigert. Das gleiche gilt für die Dermatoskopie mit mehreren Lokalisationen, auch 3,5-fach gesteigert. Dann haben wir den Behandlungsplan schon gesehen, den wir erstellen. Den rechnen wir mit der 5800 ab und kommen dann zu den Wundgranulationen, die wir entfernen. Hier muss man immer 3 zusammenfassen und kann dann wie das Abtragen von Warzen abrechnen. Also hier jetzt zum Beispiel haben wir 9 aktinische Keratosen abgetragen. Behandeln dann die Medikamenteneinschleusung als nächstes mit der Ziffer 2440. Hier könnte man natürlich auch die Ziffern 2885 und 2886 zum Ansatz bringen. Das muss man jeweils nach der Fläche dann auch rechtfertigen, bis 7 bis 21 Quadratzentimeter oder darüber. Habe dann bei der Ziffer 2440 noch die Möglichkeit, das Auflichtmikroskop anzusetzen oder eben auch den Ambulanzzuschlag. Das muss ich natürlich je nach Krankenversicherung oder eben auch für den Selbstzahler ja, etwas unterschiedlich gestalten. Wir haben dann während des Einschleusens mit Kaltluft noch gekühlt, auch hier wieder mehrere Lokalisationen, sodass wir auch hier die 740 steigern, aber eben analog bewerten, wie die Kryotherapie, haben dann das Auftragen der Externa, also der Aminolevulinsäure, die dann, weil wir sie als Rezeptur verwenden, auch hier einzeln abgerechnet wird. Und dann kommen wir noch zum Okklusivverband. Danach mache ich dann eine photodynamische Diagnostik und dann fängt die eigentliche photodynamische Therapie an, die je nachdem, wenn ich 2 weitere Felder belichte oder sogar ein 4. Feld belichte, dann nochmal Zuschlagsziffern haben, aber die natürlich auch sehr stark abgestaffelt sind, sodass es
auch von der Praktikabilität gehen wir meistens über 3 Felder nicht hinaus. Nach einer Stunde Inkubationszeit befreie ich den Patienten jetzt von der Folie. Also um quasi die weitere Produktion von Porphyrinen zu stoppen, nehmen wir den Überstand von ALA unter der Folie jetzt noch zusätzlich mit Kosmetiktüchern, sauge ich den auf, wische das trocken, bis keine Salbenreste mehr auf der Fläche sind. Ganz wichtig ist auch, die Haare quasi wieder zu befreien, damit sie nicht so stark sich zusammenballen und damit ein Lichthindernis darstellen. Muss man also hier die wieder ein bisschen befreien. Gut, und das merkt man dann schon, wenn man da kein Fett mehr abwischen kann, dann kann die Belichtung beginnen. Wunderbar. Jetzt habe ich im Prinzip eine optimal durchscheinende Kopfhaut, sehe auch wieder die aktinischen Keratosen. Das zweite Belichtungsfeld decke ich jetzt lichtdicht ab, damit es nicht doppelt belichtet wird, und bringe die Position der Lampe auf 10 cm. Jetzt wähle ich das Programm 35 Minuten Belichtung, schalte die Belichtung ein. Und habe jetzt insgesamt 48 Joule pro Quadratzentimeter, die nacheinander tageslichtähnlich appliziert werden. Es fängt an mit der blauen Belichtung. Das ist das Licht, das am wenigsten tief eindringt, deswegen auch mit geringer Intensität am Anfang. Langsam steigert das Gerät dann nach einigen Minuten die Intensität vom blauen Licht und wird so für 26 Minuten mit blauem Licht beleuchten. Als nächstes wird dann gelbes Licht einsetzen für 6 Minuten und dann nochmal 3 Minuten rotes Licht. Und in dieser Zeit zählt das Gerät die Zeit und die Joule von 48 Joule pro Quadratzentimeter nach unten, sodass ich jederzeit erkennen kann, welche Dosis ich bereits appliziert habe. Als Schmerzmanagement gibt der Patient uns an, wenn es zu starken stechenden Schmerzen kommt, dann kann ich entweder den Abstand vergrößern und dadurch die Lichtintensität verringern, oder wir können die vorbereitete Kaltluft dazu nehmen und zusätzlich noch mit kalter Luft kühlen. Ich bevorzuge meistens die Intensitätsabschwächung und habe damit dann weniger Beschwerden auch für den Patienten nach der Behandlung. Also in der nächsten Nacht und in dem nächsten Tag gibt es sonst auch noch andauernde Schmerzzustände, wenn wir die Intensität zu hoch lassen. Bei 9 Minuten Restzeit angekommen. Das Licht hat gewechselt von blau nach gelb, höhere Eindringtiefe, anderer Absorptionspeak vom Porphyrin, und es verbleiben jetzt noch 11 Joule pro Quadratzentimeter, die appliziert werden mit den Farben Gelb und Rot. Das Tageslichtspektrum ist quasi aufgespaltet in die einzelnen 3 Farben. So, wir haben jetzt 35 Minuten Belichtung
hinter uns. Die Lampe kühlt jetzt noch nach. Wir verwenden ganz gerne jetzt so zum Kühlen der Oberfläche ein Aloe Vera Produkt. Achtung, wird kalt. Ja, sehr angenehm. Ja, das ist, empfinden alle Patienten als sehr schön, weil es jetzt weiter kühlt. Wir stellen gleich die Kaltluft dann auf Stufe 1 und kühlen dieses Feld, während wir das nächste belichten. Wir haben jetzt in 35 Minuten 48 Joule pro Quadratzentimeter appliziert. Das ist eine Dosis, die entspricht einem zweistündigen Aufenthalt am Äquator, was die Tageslichtmenge anbelangt. Nur, dass ich eben dazu meinen Patienten nicht 2 Stunden Zeit beanspruche, sondern 35 Minuten. Es gibt noch ein zweites Protokoll, bei dem wir dann 80 Minuten belichten, dafür kürzer inkubieren. Dann kommt während der Belichtung noch Inkubationszeit dazu. Das ist aber vom Zeitmanagement für eine Praxis, bei der Sie mehrere PDT-Patienten an einem Tag haben, nicht so sinnvoll, wenn wir uns die Belichtungszeit so lange wählen. Deswegen, soweit es machbar ist, weil die Intensität natürlich etwas höher ist in 30 Minuten oder 35 Minuten als in 80, kann es durchaus natürlich auch schmerzhafter sein. Also wenn es von den Schmerzen her nicht tolerierbar ist, dann muss man die längere Zeit einplanen. Kann man aber auch jederzeit dann mit einem Tastendruck stoppen und mit geringerer Intensität fortfahren. Zur Nachbehandlung empfehlen wir unseren Patienten direkt nach der Therapie ein Aloe Vera Produkt, das als Gel sehr schön weiter kühlt. Meistens können wir so das Feld, das wir zuvor behandelt haben, bereits schon angenehm nachkühlen und geben dem Patienten dann zum Pflegen eine Wundheillotion mit, hier zum Beispiel Cicalfate von Avène. Und im Wechsel, auch über Nacht, ist es oftmals dann zu trocken, sodass wir die Erfahrung gemacht haben, hier zu wechseln, je nach Bedarf, mit Imlan-Creme zum Beispiel, die Birkenrindenextrakt enthält, Jojobaöl und Wasser. Und tagsüber finden es viele auch angenehm, zwischendurch immer wieder mit Thermalwasser noch nachzukühlen. Und wir halten die Patienten an, möglichst während der gesamten Abheilphase immer wieder die Cremes zu benutzen, je nach Trockenheit und Empfinden, mal mehr die Post-Act von Cicalfate, Avène oder eben Imlan-Creme über Nacht. Wir haben von der Tageslicht-PDT gelernt, dass wir so deutlich schmerzärmer photodynamische Therapie machen können. Im Vergleich zu unserer früheren Lichtquelle oder Actylite zum Beispiel von Galderma ist das Tageslicht doch deutlich angenehmer für die Patienten. Der Vorteil aber, wenn ich jetzt künstliches Tageslicht zur Belichtung nehme, dass ich auf jeden Fall kontrolliert und standardisiert arbeiten kann. Ich habe immer die gleiche Dosis, die gleiche Zeitabfolge, kann mir notieren, wenn hier entsprechend Schmerzhaftigkeit aufgetreten ist, kann das bei der nächsten Behandlung mit einplanen. Letztlich ist das große Feld gegenüber dem kleinen Feld eben der zweite große Vorteil dieser Belichtungseinheit. Wir sehen hier, dass wir das gesamte Dekolleté mit einem 35 Minuten Belichtungszeitaufwand belichten können, sodass wir sowohl für den Patienten als auch für unsere Sprechstundenfolge da deutlich schneller arbeiten können. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Behandlung.